Hier ist Thorsten von deindlp.de. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Neuengland an der Ostküste der USA. Okay, nicht zum Hummeressen oder einem Tag am Strand, sondern zu einer Tour durch Disneys Hotel Newport Bay Club in Disneyland Paris. Ich möchte euch dieses Hotel mit all seinen Einrichtungen vorstellen. Was wird dort geboten? Welche Restaurants gibt es? Wer hat das Hotel entworfen? Wie ist es thematisiert? All diese Dinge spreche ich in diesem Video an. Disneys Hotel Newport Bay Club ist am Lake Disney gelegen, direkt gegenüber von Disneys Hotel New York. Das Hotel ist im typischen Stil der US-Ostküstenarchitektur gestaltet, die dort in den Küstenorten zu finden ist. Sobald ihr das Hotel in Disneyland Paris erblickt, fühlt ihr euch wie in einem Seebad in Neuengland im 19. Jahrhundert. Die blau und weiß gestreiften Markisen, die Schaukelstühle auf der Veranda, der leuchtend grüne Rasen davor, der See und natürlich der Leuchtturm. Wunderschöner Anblick, oder? Der Newport Bay Club ist mit seinen mehr als 1090 Zimmern und 13 Suiten das größte Hotel des Disneyland Paris und eines der größten Hotels in ganz Europa. Die Zimmer verteilen sich auf das Haupthaus und mehrere Seitenflügel. Im Hauptgebäude befinden sich alle zentralen Einrichtungen des Hotels, wie die Rezeption, die Restaurants, die Bar und auch der Compass Club. Aber dazu später mehr. Im Seitenflügel in Richtung des Disney Village befinden sich ausschließlich Zimmer und Suiten. Da schließt sich dann noch das Konferenzzentrum weiter an. Im Seitenflügel in Richtung des Sequoia Lodge. Einen Link zum Video über dieses Hotel blende ich euch jetzt rechts oben in der Ecke ein. Befinden sich ein Schwimmbad, Wellnesseinrichtungen und weitere Hotelzimmer. Die Zimmer des Hotels sind maritim gestaltet. Vor allem die Farben Blau und Weiß werden dabei eingesetzt. Dazu kommen dezente Disney-Elemente wie Hidden Mickeys und eine Bordüre, auf der ihr Mickey als Kapitän entdecken könnt. Die meisten Zimmer sind mit 2 Doppelbetten ausgestattet, sodass hier bis zu 4 Personen übernachten können. Es gibt aber auch einige Zimmer mit einzelnen King-Size-Betten für 2 Personen und es werden sogenannte Familienzimmer angeboten, die Platz für bis zu 6 Personen bieten. Außerdem gibt es einige rollstuhlgerechte Zimmer im Newport Bay Club. Dazu gibt es den Compass Club und einige Suiten. Dazu erzähle ich euch später aber auch noch ein wenig mehr. Der Newport Bay Club stammt von Architekt Robert Ames Stern, der mehrfach mit Disney zusammengearbeitet hat. Unter anderem hat er Disneys Yacht- und Beach Club Resort in Walt Disney World entworfen. Auch der Masterplan für die Stadt Celebration in Florida stammt von Stern. Dazu könnt ihr übrigens mehr erfahren, wenn ihr unsere Disney Park Show schaut, die wir gemeinsam mit Jens von Mausgebabbel aufgenommen haben. Denn Jens kann einiges zum Thema Celebration berichten, da er dort eine Zeit lang gelebt hat. Dazu blende ich euch jetzt rechts oben auch einen Link ein. Vielleicht ist euch Robert Ames Stern, der auch schon durch ein anderes Hotel aus dem Disneyland Paris bekannt. Denn das Hotel Cheyenne, das als eine der seiner architektonisch spannendsten Arbeiten gilt, wurde auch von ihm entworfen. Dazu haben wir auch bereits ein Video und auch dazu blende ich euch jetzt einen Link rechts oben in der Ecke ein. Robert Arthur Morton Stern wurde 1939 in New York City geboren und ist für seine postmodernen und traditionalistischen Bauwerke bekannt. Angefangen hat er mit kleineren Projekten wie Privathäusern, dann kam seine Zusammenarbeit mit Disney und nach immer größere Aufträge. Er hat zahlreiche große Apartmentgebäude in New York City entworfen, außerdem einige der höchsten Gebäude der USA, wie zum Beispiel das Comcast Center in Philadelphia. Dazu kommen dann zahlreiche öffentliche Gebäude, vor allem Bibliotheken in verschiedenen Bundesstaaten der USA. Besonders bekannt ist sicherlich die George W. Bush Presidential Library in Dallas. Bei der Thematisierung des Newport Bay Club hat sich Robert Stern an den klassischen Seaside-Resorts des 19. Jahrhunderts an der Küste Neuenglands orientiert. Der Name entstand dabei dem berühmten Küstenort Newport im US-Bundesstaat Rhode Island. Newport, zunächst eher wohlhabende Hafenstadt, zwischen dem im 17. Jahrhundert aufstrebenden Handelsstädten Boston und New York gelegen, war im 19. Jahrhundert ein bevorzugtes Ziel für die Sommerfrischen des amerikanischen Geldadels. So findet man hier heute zum Beispiel noch die ehemalige Sommerresidenz der Vanderbilts, eine der reichsten Familien der USA, die zusammen mit Namen wie Carnegie, Rockefeller und Morgan für das Zeitalter des Gilded Age steht, eine der Blütezeiten der USA.
Von 1930 bis 1983 fanden vor Newport Regatten des Segelwettbewerbs um den America's Cup statt. Auch im Newport Bay Club finden sich viele Anspielungen auf Segelregatten, denn das Disneyland Paris war 2000-2001 ein Sponsor der Hochseeregatta The Race, die zwischen Barcelona und Marseille stattfand. Das Hotel selbst ist dabei keine Replik eines real existierenden Hotels an der Ostküste der USA, sondern vielmehr durch mehrere dort existierende Resorts beeinflusst. In seiner ursprünglichen Gestaltung war die Fassade des Hotels deutlich heller als nach seiner Renovierung, die vor wenigen Jahren abgeschlossen wurde. Das ursprüngliche Creme-Weiß sollte gut zur im Norden Frankreichs oft vorherrschenden eher kühlen Lichtstimmung passen. Deshalb wurde hier eine etwas andere Farbe gewählt als bei den von Stern kurz zuvor fertiggestellten und ähnlich gestalteten Hotels in Walt Disney World. Bei seiner Renovierung wurde die Farbe allerdings deutlich stärker in einem wärmeren Gelbton verändert, dessen Vorbild das Ocean House in Watch Hill war. Das Ocean House ist eines der heute noch existierenden eleganten Küstenresorts in Neuengland und liegt, wie Newport, in Rhode Island und es zählt laut CNN zu den 20 schönsten Hotels der USA und laut Coastal Living zu einem der 10 besten Strandresorts der ganzen Welt. Es wurde ursprünglich 1868 gebaut und ab 2005 komplett abgetragen und neu aufgebaut, mit allerdings gleichbleibender Ansicht von außen. Auch wenn es viel kleiner ist als der Newport Bay Club, sind viele Gemeinsamkeiten zu erkennen, wie zum Beispiel auch der Look des Kolonnadenganges am Haupteingang des Newport Bay Clubs oder der Balkone oberhalb der Restaurants auf der Seeseite. Auch der Turm von der Seeseite aus rechts am Haupthaus gelegen, in dem sich unter anderem die Honeymoon-Suiten befinden, erinnert an den Turm des Ocean Houses, wenn er auch etwas schmaler in Relation zum Restgebäude ist. Dennoch gibt es nicht, wie schon erwähnt, die eine Vorlage für den Newport Bay Club. Auch wenn vieles an das Ocean House erinnert, finden sich auch andere Resorts hier wieder, beziehungsweise grundsätzlich der Baustil dieser Zeit Neuengland. Im zentralen Turm und dem Eingang des Convention Centers des Newport Bay Clubs lassen sich zum Beispiel Einflüsse des Cliff House Resort in Algonquin in Maine finden. Ja, aber nach diesem Exkurs zur Architektur des Newport Bay Clubs kommen wir mal zu den Einrichtungen des Newport Bay Club in Disneyland Paris. Beginnen wir da, wo ihr als allererstes seid, wenn ihr hier eincheckt, nämlich bei der Rezeption. Wenn ihr das Hotel vom Parkplatz aus betretet, befindet ihr euch direkt in der großen Lobby, wo sich auch die Rezeption und der Concierge befinden. Hier könnt ihr den Check-in erledigen und findet außerdem immer einen Ansprechpartner, solltet ihr während eures Urlaubs Fragen oder Probleme haben. Von der Lobby aus führt ein imposantes zweiflügeliges Treppenhaus zum seeseitigen Ausgang des Hotels. Dort findet ihr neben diesem Ausgang auch die Eingänge zu den beiden Restaurants. Das Treppenhaus selbst ist mit Wandbildern und Signalflaggen bzw. Wimpeln geschmückt. Von der Lobby her kommend steht die oberste Zeile der linken Flaggen im Flaggenalphabet für 1992, das Eröffnungsjahr von Disneyland Paris und somit auch das Eröffnungsjahr des Newport Bay Clubs, während ihr auf der rechten Seite der obersten Zeile das Jahr 2017 lesen könnt, wenn ihr das Flaggenalphabet lesen könnt. Das ist das Jahr des Abschlusses der großen Renovierung des Hotels. Die Flaggen in den Reihen darunter sind teilweise Kommandeurswimpel, Handelswimpel, zum Teil aber auch der Fantasie der Imagineers entsprungen. Also versucht nicht unbedingt die zu lesen, es gibt keinen Sinn. Über dem Eingang auf dieser Seite findet ihr auch noch eine große Büste, die ein Admiral darstellt und somit das Setting auch nochmal ein bisschen verdeutlicht. Wenn ihr die Treppe nach unten geht, findet ihr, wie gerade erwähnt, die 2 Restaurants. Es gibt im Newport Bay Club den Yacht Club und das Cape Cod. Beide Restaurants findet ihr in der unteren Etage des Hotels, dort wo ihr hinausgeht, um in Richtung Disney Village aufzubrechen oder eben zu Fuß in Richtung der Parks, also auf der Seeseite. Das Cape Cod befindet sich rechts des Eingangs, der Yacht Club direkt gegenüber auf der linken Seite des Eingangs. Von außen könnt ihr durch die riesigen Fensterscheiben einen Blick in beide Restaurants werfen. Der Yacht Club ist das gehobenere Restaurant des Newport Bay Clubs. Hier werden euch im nautisch eleganten Ambiente raffinierte Gerichte serviert. Die Speisekarte ist von mediterranen Einflüssen geprägt, aber auch von der Küche Neuenglands thematisch passend. Für Gourmets und Weinfreunde wird euch eine auf eure ausgewählte Speisefolge abgestimmte Weihbegleitung angeboten.
Hier könnt ihr euch also wirklich kulinarisch verwöhnen lassen. Die Thematisierung des Yachtclubs versetzt euch in den Rumpf eines eleganten Schiffs des 19. Jahrhunderts, eines Segelschiffs des 19. Jahrhunderts. Sogar die in Teilen leicht gewölbte Deckenform ist daran angelehnt und ein Fenster sieht aus wie ein Heckfenster einer Kapitänskajüte. Schiffslampen zieren die Tische und die Decke. In Glasvitrinen findet ihr mehrere Modelle von Segelschiffen und könnt nautische Geräte bestaunen. An einigen Wänden findet ihr außerdem Spiegel, die wie Bullaugen gehalten sind, und viele Bilder von Segelschiffen und Segelyachten. Das Cape Cod ist das Buffet-Restaurant des Hotels. Hier wird morgens ein Frühstücksbuffet angeboten und am Abend ein All-You-Can-Eat-Buffet mit Meeresspezialitäten. Muscheln, Shrimps, Fisch bilden hier den Punkt. Aber nicht nur Meerjungfrauen und Kapitäne finden hier was Leckeres zu essen. Auch jeder, der lieber Fleisch mag, wird hier durchaus fündig. Dazu gibt es eine große Auswahl an süßen Desserts. Und an einigen Tagen gibt es zusätzlich eine Dessertstation, an der Sachen frisch zubereitet werden, wie zum Beispiel Crêpe oder Crêpe Brûlée, die frisch vor den Augen flambiert wird, oder Zuckerwatte. Gibt's auch mal. Der Name Cape Cod, auf Deutsch Kap Kabeljau, stammt von der gleichnamigen Halbinsel im Südosten von Massachusetts, wo 1620 die Pilgerväter, die mit der Mayflower in die USA gesegelt waren, an Land gingen, um kurz darauf die Plymouth Colony zu gründen. Die Halbinsel ist unter anderem für ihre vielen Leuchttürme bekannt und teilweise finden sich Anspielungen darauf auch in der Gestaltung des Restaurants wieder, angefangen beim Logo des Restaurants. Andere Anspielungen auf das Thema gingen bei der großen Renovierung leider verloren. Es ist nicht mehr so detailliert thematisiert, wie es das ursprünglich war. Die großen Wandbilder im Restaurant erzählen Geschichten aus dem Leben auf der Halbinsel mit Eindrücken von der einheimischen Bevölkerung bis zu Menschen im Sommerurlaub im 19. Jahrhundert. Ihr Stil liegt so ein bisschen zwischen Romantik und Impressionismus. Neben den Restaurants hat der Newport Bay Club auch eine Bar. Das ist das Captain's Quarters. Früher hat er sogar 2 Bars. Das zweite war die Fisherman's Wharf. Die wurde allerdings, oder der Ort, bei der Renovierung durch den Shop ersetzt. Das Captain's Quarters ist jetzt die Bar des Newport Bay Clubs. Ihr findet sie auf derselben Etage wie die Rezeption. Hier erwartet euch ein elegantes, nautisches Ambiente, in dem ihr euch direkt fühlt wie der Kapitän einer Segelyacht oder eines Segelschiffes, der sich nach einer Regatta einen Trink gönnt. Neben Cocktails, Bier, Wein und alkoholfreien Getränken sowie Kaffee und Tee könnt ihr euch auch ein paar kleine Snacks servieren lassen. Die Modelle von Segelyachten und Bilder von Segelyachten, die moderner sind als im Yachtclub und vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesiedelt sind, erinnern an berühmte Segelregatten wie den America's Cup oder das vorhin bereits erwähnte The Race, für das Disneyland Paris als Sponsor auftrat. An der Wand zwischen den beiden Eingängen zur Captain's Quarters Bar findet ihr Modellrümpfe verschiedener Yachten, die den berühmten America's Cup gewonnen haben. Und in der Bar selbst findet ihr auch ein Modell der Yacht Pyewacket. Das war die Yacht des begeisterten Seglers Roy E. Disney, Walt's Neffen. Benannt hat Roy seine Yacht nach der Katze aus dem Film Bell, Book and Candle aus dem Jahr 1958, der in Deutschland unter dem Namen Meine Braut ist übersinnlich in die Kinos kam. Es handelt sich dabei um eine romantische Komödie mit Kim Novak, James Stewart und Jack Lemmon. Eine wichtige Rolle darin spielt der Kater Pyewacket. Der Film stammt übrigens nicht aus dem Hause Disney, sondern von Columbia Pictures. Aber Disney mochte ihn wohl. Disney nannte seine erste Yacht so und blieb diesem Namen über Jahre treu. Und die Pyewacket ist nicht nur hier veröffentlicht, sondern auch auf Roy E. Disneys Fenster in der Main Street. Mehr dazu findet ihr in unserem Blogartikel in der Serie der Fenster der Main Street USA, zu dem ich euch auch einen Link rechts oben in der Ecke einblende. Wenn ihr mal abseits des Restaurants oder Bars Lust auf ein Heißgetränk bekommt, dann findet ihr im Newport Bay Club diverse Kaffeeautomaten. Einer befindet sich in der Nähe des Pools, ein weiterer nahe des Gangs zum Convention Center. Als Gast des Hotels könnt ihr mit eurem Magic Pass pro Tag bis zu 4 Getränke gratis erhalten. Im Angebot sind Kaffee, Cappuccino, heiße Schokolade und einiges mehr. In der Bay Boutique, dem Hotel Shop, wie vorhin erwähnt, anstelle der früheren Fisherman's Wharf entstanden, fällt euch sicherlich direkt die große Mickey-Maus-Statue auf, die Mickey im Südwester und weiterer Seemannskleidung am Steuerrad eines Segelschiffs zeigt. Ich liebe die Statue einfach, finde die klasse. Sobald ihr sie aber genug bewundert habt, könnt ihr euch ins Einkaufsvergnügen stürzen. Tassen, Stofftiere, andere Souvenirs sind hier zu haben, ebenso wie eine kleine Auswahl an Snacks
und Getränken. Im Kassenbereich findet ihr auch einige Kosmetikartikel, wenn ihr zum Beispiel eure Zahnbürste zu Hause vergessen habt oder ähnliches. Ich habe vorhin schon kurz den Compass Club angesprochen und darauf möchte ich jetzt eingehen. Der Compass Club ist die exklusive Clubetage des Hotels. In den Zimmern und Suiten dieser Clubetage genießt ihr einige zusätzliche Annehmlichkeiten und noch mehr Service. Dies fängt schon bei der Ankunft im Hotel an, wo euch das Gepäck abgenommen und auf Wunsch euer Auto auch für euch geparkt wird. Dann könnt ihr an einer separaten Rezeption einchecken und müsst euch nicht in die lange Schlange an der normalen Hotelrezeption einreihen. Die Zimmer des Compass Clubs sind im Hauptgebäude des Newport Bay Clubs in den Etagen 7 und 8 gelegen, die ihr bequem mit dem Aufzug erreichen könnt. Zum Compass Club gehört eine Lounge, in der ihr jeden Morgen ganz in Ruhe euer Frühstück genießen könnt. Es ist da viel ruhiger als beim großen Frühstücksbuffet. Am Nachmittag stehen hier in der Compass Club Lounge zahlreiche kleine Snacks und Getränke bereit und am Abend könnt ihr euch auch noch ein bisschen entspannen und was trinken. Zum Newport Bay Club gehört auch ein Pool mit Innen- und Außenbereich, der wunderschön gestaltet ist. Ein großes Schiff schippert hier durch eine Poollandschaft. Neben dem Außenpool stehen einige Liegen bereit, in denen ihr bei gutem Wetter ein Sonnenbad nehmen könnt. Pool- und Fitnesscenter des Newport Bay Clubs sind nach Nantucket benannt, einer zur Massachusetts gehörenden Insel, die südlich von Cape Cod gelegen ist. Zu Disneys Newport Bay Club gehört auch ein Tagungszentrum, das Convention Center. Dieses findet ihr, wenn ihr vom Disney Village aus kommt, nach rechts wendet, sobald ihr am Hotel eintrefft. Erklimmt die Treppen im Foyer und biegt dann in den Gang nach rechts ab, der euch an der Bar Captain's Quarters und an der Compass Club Lounge vorbeiführt. Folgt diesem Gang immer weiter und nach einem kurzen Fußmarsch durch die Gänge seid ihr da. Ihr könnt das Convention Center aber auch direkt vom Parkplatz aus gut erreichen. Geht dazu nicht durch den Haupteingang des Hotels, sondern haltet euch ganz links und nehmt den dortigen Eingang. Das Tagungszentrum ist für bis zu 1800 Personen ausgelegt und kann in mehrere Veranstaltungsräume unterteilt werden. Aber keine Sorge, als normaler Hotelgast bekommt ihr vom geschäftigen Treiben in dem Bereich eigentlich kaum etwas mit. Vielleicht fallen euch ein paar Anzugträger mehr, als ihr in einem Disney-Hotel erwartet, in der Lobby auf, aber euer Urlaubsfeeling wird dadurch nicht gestört. Vom Newport Bay Club aus gelangt ihr zu Fuß in wenigen Minuten ins Disney Village und von dort ist es nur ein Katzensprung in die beiden Parks. Ist euch der Weg aber zu weit oder seid ihr auf ein Transportmittel angewiesen, dann steht euch selbstverständlich der kostenlose Hotel-Shuttle-Bus zur Verfügung. Der fährt direkt vom Haupteingang des Hotels ab und bringt euch in wenigen Minuten an den Busbahnhof. Wenn ihr aber zu Fuß gehen könnt, dann empfehlen wir euch eher den Fußweg auf euch zu nehmen, denn gerade an stärker besuchten Tagen habt ihr, wenn ihr vom Busbahnhof kommt, deutlich höheren Andrang, zum Beispiel an den Sicherheitskontrollen, als an den Sicherheitskontrollen vom Disney Village, von den Hotels zu Fuß kommt. Also oft dauert der Weg mit dem Bus viel länger als zu Fuß. Ja, das war auch schon unsere kleine Tour durch Disneys Hotel Newport Bay Club. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt vielleicht das ein oder andere erfahren, was euch bisher noch nicht bekannt war. Wie vielleicht schon durchgeklungen ist, handelt es sich beim Newport Bay Club um mein absolutes Lieblingshotel in Paris. Wie geht es euch? Mögt ihr das Hotel auch? Was gefällt euch besonders gut? Oder entspricht es eher nicht so im Geschmack und ihr zieht ein anderes vor? Lasst es uns auch in den Kommentaren wissen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Drückt dazu einfach den roten Button und danach, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video veröffentlichen, noch den grauen Button mit der kleinen Glocke. Ja, das war's und bis zum nächsten Mal.